Hallo allerseits! Nachdem ich ja unlängst schon je ein Video zu meinen 10 Lieblingsbausätzen und den 10 schlechtesten Bausätzen gemacht habe, so möchte ich euch heute meine 10 Wunschmodelle vorstellen. Nie war die Auswahl an Bausätzen auf dem Markt größer als heute, aber es gibt dennoch ein paar Fahrzeuge und Themen, die zurzeit kaum oder überhaupt nicht als zeitgemäße Plastikbausätze verfügbar sind. Zwar sind in den letzten Jahren einige meiner Wunschmodelle endlich auf den Markt gekommen, wie etwa die Autokanone von IPG Models, der Romfell-Panzerwagen von CSM oder das Sonderkraftfahrzeug 247 Ausführung B von ICM, aber einige meiner Wunschmodelle stehen noch aus. Natürlich ist die Auswahl rein subjektiv und orientiert sich an meinen Interessensgebieten, aber ich denke, dass vielleicht der eine oder andere Modellbauer dieselben Wünsche hegt. Vielleicht sehen ja ein paar Repräsentanten diverser Bausatzhersteller zu und machen sich Notizen für zukünftige Bausätze, die sie dann auf den Markt werfen können. Hier also meine Liste mit meinen 10 Wunschmodellen. Platz 10: Panzerkampfwagen 2, Ausführung a bis c. Wer von euch gedacht hat, dass jedes Fahrzeug der Wehrmacht bereits als Modell im Maßstab 1:35 erhältlich ist, der täuscht sich gewaltig, wie wir auch später noch sehen werden. Zwar gibt es schon allerlei Bausätze des Panzer II in vielen Varianten im Maßstab 1:35 von diversen Herstellern, aber leider keines der mit den Kleinbuchstaben bezeichneten Vorserienfahrzeuge der Ausführungen a bis c. Dabei macht die ungewöhnliche Fahrwerksaufhängung gerade diese Fahrzeuge interessant. Die Freunde der Ü-Ei-Maßstäbe 1:87 und 1:72 haben da mehr Glück, denn die Hersteller Trident und IPG Models bieten zumindest je eine Variante der Vorserienfahrzeuge an. Unfair! Welcher Hersteller könnte sich dieser Aufgabe nun annehmen? Ich würde Tamiya oder Dragon vorschlagen. Platz 9: Figuren der Nationalen Volksarmee. Es gibt zwar eine tolle Auswahl an Fahrzeugmodellen der ostdeutschen Streitkräfte, aber Figuren zu diesem Thema sind in keinem Maßstab im größeren Umfang verfügbar. Von Itellary gibt es ein Set im Maßstab 1:72 und ICM hat vor vielen Jahren immerhin ein Set im Maßstab 1:35 rausgebracht, aber das ist heute nirgendwo aufzutreiben und wenn, dann erfordert es viel Geduld und Geld. Das Figurenset ist einfach überall vergriffen, selbst auf eBay ist es nicht mehr so einfach zu finden. Alternativ gibt es ein bisschen was aus Resin von Hornet und Valkyrie Miniatures, aber auch diese Figuren sind eher selten und auch teuer. Nachdem nun unlängst Amusing Hobby und Mini-Art neue Panzermodelle der NVA herausgebracht haben, wären auch passende Figuren dafür schön, um dieses wichtige Thema voll abzudecken. Platz 8: Pavesi P4. Ich gebe zu, dass es natürlich ein sehr extravaganter Wunsch von mir ist, aber ich finde das Fahrzeug in vielfacher Hinsicht interessant. Es sieht einfach total urig aus und hat auch eine reiche Geschichte. Immerhin gibt es davon einen Resin-Bausatz von Plus Model in 2 Varianten im Maßstab 1:35, aber nicht jeder möchte gleich 130 € in den Bausatz investieren. Ich fände es jedenfalls schön, wenn wir vielleicht eines Tages von IPG Models oder Mini-Art einen Bausatz dieses Schleppers sehen könnten, denn die Fahrzeuge waren nicht nur in den beiden Weltkriegen bei vielen Armeen im Einsatz, sondern wurden auch in der Landwirtschaft genutzt. Platz 7: Lafley W15T CC. Auch dieses Fahrzeug ist sehr speziell und vielleicht nicht jedermanns Sache, aber mir gefällt das Ding einfach. Der Wunsch, ein Modell dieses französischen Panzerjägers zu bauen, war so groß, dass ich in meiner Not sogar den eher mäßigen Bausatz von Ace im Maßstab 1:72 gebaut habe. Es gäbe zwar auch einen Resin-Bausatz von Blitzkit im Maßstab 1:35 davon, aber um mir den zu kaufen und auch um ihn zu bauen, hat mir bisher die Courage gefehlt. Es mag vielleicht abwegig erscheinen, dass wir von diesem Fahrzeug eines Tages einen Plastikbausatz im Maßstab 1:35 sehen werden, aber ICM hat bereits ein Modell des Lafley V15T angekündigt, der einige Komponenten mit dem W15T CC gemein hat. Ich setze daher große Hoffnungen auf ICM und bin guten Mutes. Platz 6: Crocodile Schützenpanzerwagen. Weiter geht es mit meiner Auflistung obskurer Fahrzeuge. Bitte verzeiht mir, aber mich reizen diese Dinge eben mehr denn je,
denn an Tigerpanzern und anderen ordinären Fahrzeugen habe ich mich ein bisschen satt gesehen. Beim Crocodile handelt es sich um ein improvisiertes Panzerfahrzeug aus dem ehemaligen Rhodesien. Sieht ein bisschen so aus, als ob ein Postauto und ein Sonderkraftfahrzeug 251 ein Baby gehabt hätten. Ihr müsst schon zugeben, dass das Ding ziemlich fetzig aussieht. Aufgrund der damaligen Beschränkungen beim Außenhandel konnten keine Militärfahrzeuge importiert werden, weshalb die Rhodesier einfach vorhandene LKWs, meistens von Toyota, Nissan oder Mercedes-Benz, mit einer Panzerung versehen haben, um so einen einfachen Schützenpanzerwagen zu schaffen. Es gibt angeblich einen Resin-Bausatz von Accurate Armor, aber ich halte mittlerweile schon seit Jahren nach diesem Bausatz Ausschau und konnte noch keinen entdecken, der irgendwo zum Verkauf angeboten worden wäre. Da Mini-Art mich schon mit einem rhodesischen T55 erfreut hat und bereits einen rhodesischen T34 angekündigt hat, so wäre es doch nur recht und billig, noch mehr Fahrzeugbausätze zu diesem Thema zu bringen. Mir wäre es eine Freude. Platz 5: CKD Praga LTH bzw. Panzerkampfwagen 39. Dieser Panzer ist sowas ähnliches wie der Vorfahre des CKD Praga TNH bzw. des LT VZ38, besser bekannt als Panzerkampfwagen 38T. Dieser Panzertyp wurde nur für den Exportmarkt entwickelt und fand immerhin 2 Abnehmer, nämlich Peru und die Schweiz. Da mich auch neutrale Staaten in Europa zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zunehmend interessieren, habe ich mal nachgesehen, was es so alles an Bausätzen und Figuren der schweizerischen Armee aus dieser Zeit gibt. Bis auf ein paar Flugzeugmodelle gibt es absolut gar nichts. Nicht mal aus Resin, zumindest ist mir da nichts bekannt. Vielleicht hat ja ein Bausatzhersteller mal Mitleid mit den Schweizern und legt einen Bausatz dieses Panzers auf. Ich denke, Hobbyboss wäre ein guter Kandidat dafür. Platz 4: 7,7 cm leichtes Kraftwagengeschütz. Auch das Thema Erster Weltkrieg sollte nicht zu kurz kommen. In den letzten Jahren gab es dazu einige ausgezeichnete Neuerscheinungen, gerade was Pkw und Lkw angeht, aber mir fehlen vor allem noch die deutschen Fahrzeuge. Der einzige deutsche Lkw dieser Art, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist der Daimler Marienfelde ALZ 13 von Aviatik aus Resin im Maßstab 1:32. Es gab jedoch nicht nur diesen einen Lkw, sondern eine wahrlich unüberschaubare Anzahl an Fahrzeugherstellern und Typen, die teilweise auch mit Ballonabwehr bzw. Flugabwehrgeschützen und Feldkanonen ausgestattet waren. Ein Modellbausatz eines solchen Kraftwagengeschützes würde mich jedenfalls sehr reizen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich in absehbarer Zeit auch ein Hersteller darum kümmert. Vielleicht am ehesten Copper State Models. Platz 3: Ferret Panzerwagen. Die Top 3 eröffnet der berühmte und weltweit seit Jahrzehnten eingesetzte Ferret Panzerwagen aus Großbritannien. Die Liste mit den Ländern, die diese Fahrzeuge im Einsatz hatten oder noch haben, ist wirklich lang, denn in den vergangenen 70 Jahren sind diese Fahrzeuge sehr weit herumgekommen. Sucht euch irgendeinen Konflikt der letzten 70 Jahre aus, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ferret dabei war, ist sehr hoch. Man könnte deshalb denken, dass es von diesem äußerst signifikanten Fahrzeug bestimmt ein paar tolle Bausätze gibt, aber leider gibt es den Ferret nur aus Resin, wenn auch von mehreren Herstellern, wie etwa Accurate Armor, Sovereign oder Firing Line. Ich finde, das ist ein unhaltbarer Zustand. Mit Sicherheit habe nicht nur ich ein großes Interesse an diesem Fahrzeug und es gäbe auch unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für einen zeitgemäßen Plastikbausatz. Von Nordirland über den Algerienkrieg und die Suezkrise bis zur Berlin-Brigade und was nicht sonst alles, ist alles möglich. Welcher Hersteller könnte sich dem Ferret annehmen? Takom wäre ein guter Kandidat. Platz 2: Austro-Daimler ADMK. Jedes Mal, wenn ein Bausatzhersteller irgendeine Art von Paper-Panzer-Bausatz auf den Markt bringt, bin ich immer so ein kleines bisschen beleidigt, denn wie schon anfangs erwähnt, gibt es noch einige Lücken bei den Wehrmachtsmodellen, die man erst füllen sollte, bevor man sich um irgendwelches Sci-Fi-Zeug kümmert. Spaß beiseite, ich fände einen Bausatz des ADMK sehr spannend und soweit ich das sehe, existiert davon bisher kein Bausatz, egal in welchem Maßstab. Es handelt sich dabei um einen kleinen Schlepper für die österreichischen und später deutschen Gebirgstruppen,
der sowohl auf seinen 4 Reifen als auch auf den Ketten fahren konnte, beziehungsweise auch als Halbkettenfahrzeug gefahren werden konnte. Also alles in einem. Zum einen sieht das Fahrzeug total ulkig aus, zum anderen ist es aus technischer Sicht sehr interessant und war auch nicht so selten wie vielleicht andere Fahrzeugtypen, denn es waren mehr als 300 Stück im Einsatz während des Zweiten Weltkrieges. Für mich jedenfalls ist es ein Lebensziel, davon mal ein Modell zu bauen. Und vielleicht kümmert sich ja ein Hersteller wie zum Beispiel ICM darum. Platz 1. Unimog. Wie ist es möglich, dass vom weltweit anerkannten Alleskönner, dem unumschränkten Gebieter über jede Art von Gelände, seien es Straßen, Feldwege, Wiesen oder Wüsten, von dem seit 1949 aber tausende Fahrzeuge in tausenden Varianten und Baureihen hergestellt worden sind, nur der langweilige Unimog 435 als eher dürftiger Bausatz von Revell im Maßstab 1:35 existiert. Dieser Umstand ist mir einfach nicht begreiflich. Jede Baureihe des Unimog würde es verdienen, dass man davon einen vernünftigen Bausatz entwickelt und anbietet. Die Modellbauer der Welt würden alles aufkaufen, da bin ich mir sicher. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind wahrlich unerschöpflich. Militär, Feuerwehr, THW, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Rallye Paris-Dakar, Müllabfuhr, Bauerfahrzeuge, Straßenmeistereien. Ich kann gar nicht alle Einsatzgebiete hier aufzählen. Der Unimog wurde und wird für alles benutzt, was die Menschheit auf diesem Planeten treibt. Es wäre kein Problem, 10 Unimog-Modelle hintereinander zu bauen, denn es würde einfach nie langweilig werden. Daher ist für mich und hoffentlich auch für euch klar, dass diese eklatante Lücke schleunigst am besten gleich von mehreren Herstellern geschlossen werden sollte. Dabei wäre mir auch egal, welche Hersteller das sind, Hauptsache die schaffen ein paar anständige Unimog-Bausätze ran. Gut, das war meine Liste mit den 10 Wunschmodellen. Wie fandet ihr meine Auswahl? Welche Modelle würdet ihr euch wünschen? Bitte schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant und unterhaltsam. Bis zum nächsten Video, euer Hamilcar Barkas.